Andreas, noch ein bisschen Käse? Nein, danke. Na, wie sieht's aus, Kinder? Habt ihr alles für die Schule? Ja, klar. Jonas, seid ihr denn mit eurer Präsentation fertig geworden? Ja, fertig schon, aber frag nicht wie. Ich habe dafür ganz viel gearbeitet, aber die anderen haben nur ein paar Bilder aus dem Internet gesucht und sonst nichts gemacht. Das ist ja doof. Hast du denen nicht gesagt, dass sie sich auch ein bisschen anstrengen sollen? Nee, das ist doch uncool. Na, gute Teamarbeit ist aber was anderes. Ja, aber ich kann die anderen doch nicht zwingen. Das Blöde ist nur, dass ich dann auch keine gute Note bekomme. Die nächste Präsentation mache ich lieber allein. Ja, das verstehe ich. Finde ich aber ein bisschen schade. Läuft es denn wenigstens in deiner Handballmannschaft gut? Ja, zum Glück. Unsere letzten 3 Spiele haben wir gewonnen. Wir sind einfach ein super Team. Aber Sport ist halt was ganz anderes als Schule. Ja, warum denn? Naja, wir können nur gewinnen, wenn wir alle zusammen spielen. Und wenn das klappt, ist das einfach cool. Ja, wenn sie gut funktioniert, dann macht Teamarbeit richtig Spaß. Wenn wir in der Zeitung morgens zusammensitzen und über die Themen diskutieren, dann haben wir da viel mehr Ideen, als wenn alle allein an ihren Computern sitzen. Aber schreiben tust du doch lieber allein, Papa, oder? Ja, schon. Aber ich finde es auch gut, immer jemand aus dem Team fragen zu können, wenn ich mal nicht weiterkomme. Ach, Andreas, habe ich eigentlich schon erzählt, dass wir eine neue Kollegin haben? Sie heißt Sophia und fängt morgen bei uns an. Ich bin so froh. Sie wird sich vor allem um die Kundenkontakte und die Buchhaltung kümmern. Dann habe ich hoffentlich bald weniger Stress. Das klingt ja gut. Dann können wir vielleicht endlich mal wieder... Guten Tag, Frau Melimer. Guten Tag, Herr Fischer. Und danke erstmal dafür, dass es so schnell mit einem Termin geklappt hat. Keine Ursache. Dafür sind wir ja da. Am Telefon haben Sie mir schon erzählt, Frau Melimer, dass Sie sich vorstellen, ein kleines Café aufzumachen. Wollen Sie das Projekt allein gestalten? Naja, eigentlich ist es eine Idee von einer Freundin und mir. Sie ist Hausfrau und ich habe bisher in einer Arztpraxis gearbeitet, bin aber seit einigen Monaten arbeitslos. Und ein eigenes Café, in dem ich Spezialitäten aus meinem Land anbieten kann, war schon immer mein Traum. Eigentlich schon als Kind. Und was sind Ihre zeitlichen Vorstellungen? Wann wollen Sie das Café eröffnen? Oh, lieber heute als morgen. Immer wenn ich durch die Stadt gehe, schaue ich schon nach einem geeigneten Lokal. Aber ich habe natürlich auch so meine Vorstellungen, wie es aussehen soll. Gut, dass Sie leidenschaftlich an die Sache herangehen. Das ist natürlich wichtig. Aber nicht alles wird vermutlich so verlaufen, wie Sie sich das vorstellen. Deshalb ist es ganz wichtig, dass Sie sich vorher genau überlegen, welche zeitlichen und finanziellen Möglichkeiten Sie für Ihr Projekt mitbringen. Wichtig ist natürlich auch, mit welcher Unterstützung Sie rechnen können. Steht zum Beispiel Ihre Familie hinter Ihnen? Würde Ihr Mann Sie unterstützen? Ja, meine Kinder sind jetzt aus dem Haus. Mein Mann ist auch selbstständig und findet meine Idee sehr gut. Meine Tochter sagt schon immer, Mama, wenn ich Zeit habe, helfe ich dir. Auch finanziell habe ich da etwas Rückhalt. Das ist wichtig. Dann sollten Sie als erstes einen Businessplan schreiben, der muss klar zeigen, dass Ihr Projekt wirtschaftlich durchdacht ist. Wichtig sind da so Punkte wie: Was ist Ihre Marketingstrategie? Welche Chancen und Risiken gibt es für Sie mit dem Café? An welchem Ort soll es genau liegen und wie finanzieren Sie alles? Haben Sie sich schon mal nach einem Kredit erkundigt? Ja, ich war schon bei der Bank und habe angefragt. Aber die wollen, wie Sie sagen, erst einmal einen Businessplan sehen. Ich weiß nur gar nicht so genau, wie so etwas aussieht. Da kann ich Ihnen helfen. Es ist wichtig, dass Sie den genau ausarbeiten, damit Sie zum Beispiel die Bank davon überzeugen können, dass Ihr Unternehmen erfolgreich sein kann. Als Arbeitslose können Sie eventuell auch noch einen Zuschuss bei der Agentur für Arbeit beantragen. Auch dazu brauchen Sie den Businessplan. Und woran muss ich noch denken? Wichtig sind auch Fragen nach der Rechtsform Ihres Unternehmens und Themen wie Steuern und Sozialversicherung. Wenn man wie Sie bisher immer angestellt war, ist es vermutlich eine Umstellung, dann selbst für Kranken- und Rentenversicherung aufzukommen. Oh ja, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Also, Schritt für Schritt und wir helfen Ihnen gern. Herr Gregor,
Kann ich mal mit Ihnen sprechen? Ja, kommen Sie herein. Geht es Ihnen wieder gut? Einigermaßen. Prima. Ich wollte auch mit Ihnen sprechen. Herr Gregor, Sie haben letzte Woche eine Abmahnung angedroht. Und ich möchte gerne wissen, wie Sie das gemeint haben. Möchten Sie mich loswerden? Ich bin mittlerweile seit 9 Jahren hier und habe immer gut gearbeitet. Nein. Ich möchte Sie als Mitarbeiterin gerne behalten. Aber wir müssen gemeinsam einen Kompromiss finden. Ich war wirklich geschockt, dass Sie schon wieder früher gegangen sind. Ich kann nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Wer spricht denn von 24 Stunden? Ich will einfach eine Servicemitarbeiterin, die ihre Arbeit tut. Mit Kind sind unregelmäßige Arbeitszeiten, vor allem am Abend und am Wochenende, einfach nicht machbar. Und nach dem Gesetz kann ich bis zu 10 Tage frei nehmen, wenn mein Kind krank ist. In den letzten 5 Jahren war ich insgesamt nur 14 Tage krank. Aber in diesem Jahr war erst Ihr Kind krank. Dann hatten Sie Urlaub. Dann war wieder Ihr Kind krank. Und schließlich waren Sie selbst krank. Sie müssen auch mich verstehen. Ich brauche einfach eine Mitarbeiterin, die etwas flexibel ist und da ist, wenn es mal eng wird. Ich kann gut verstehen, dass Sie es schwierig finden, einen solch anspruchsvollen Beruf und Privatleben miteinander zu vereinbaren. Wenn man viel Kundenkontakt hat, bekommt man schnell mal etwas. Ja, ein Arbeitsplatz mit weniger Kundenkontakt wäre die Lösung. Weniger Kundenkontakt? Ja, im Büro, da wird immer jemand gebraucht. Den ganzen Tag Büroarbeit? Das kann ich mir nicht gut vorstellen. Da könnten wir dann auch über einen Tag im Homeoffice nachdenken. Homeoffice ist für mich nichts. Ich brauche den Kontakt mit Menschen. Dann schlage ich vor, dass Sie Ihre Stunden reduzieren. Nehmen Sie Ihr Recht auf Teilzeitarbeit wahr. Ich habe ein Recht auf Teilzeitarbeit? Ja, Ihr Arbeitsverhältnis besteht länger als 6 Monate und wir beschäftigen mehr als 15 Mitarbeiter. Das heißt, Sie haben einen Anspruch darauf, Teilzeit zu arbeiten. Aha. Wenn Sie in Teilzeit arbeiten, zum Beispiel nur halbtags, sind Sie viel flexibler. Überstunden können Sie bei Bedarf abfeiern, zum Beispiel, wenn Ihr Kind krank ist. Was halten Sie davon? Ich bin mir nicht sicher. Dann würde ich sehr viel weniger verdienen, nehme ich an. Das schon, aber Sie hätten auch viel mehr Freizeit. Viele Mütter und Väter arbeiten in Teilzeit, um bei ihren Kindern sein zu können. Und Ihre Tochter kommt doch bald in die Schule. Dann ist es wichtig, dass Sie nachmittags zu Hause sind. Eine Halbtagsstelle wäre doch sehr gut für Sie. Diese Sorge überlassen Sie bitte mir. Wir haben uns eine Schule mit Nachmittagsbetreuung ausgesucht. Jedenfalls, eine Halbtagsstelle kommt für mich nicht in Frage. Wenn überhaupt, dann würde ich auf 30 Stunden reduzieren. Sie machen es mir wirklich nicht leicht. Wie sollen wir jemanden für die restlichen 8,5 Stunden finden? Eine andere Frage. Wenn ich für 2-3 Jahre nur Teilzeit arbeiten würde, garantieren Sie mir, dass ich danach wieder Vollzeit arbeiten kann? Nein, das kann ich Ihnen nicht versprechen. Das habe ich mir gedacht. Nun gut, ich werde es mir überlegen. Ja, bitte. Teilen Sie mir Ihre Entscheidung bitte bis Montag nächster Woche mit. Ja, mache ich. Tschüss, Herr Gregor. Auf Wiedersehen, Frau Dong.